Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sandra Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Sie möchten daher gerne mit Freunden grillen. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo? Wann? Uhrzeit. Was grillen? Wie viele Leute? Getränke? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas, schön dich wiederzusehen. Hallo Mira, das freut mich. Wie geht's dir? Mir geht es ganz gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Du, was machst du am Wochenende? Hast du etwas vor? Du, was machst du am Wochenende? Hast du etwas vor? Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich nichts Besonderes vor, warum fragst du? Ich weiß noch nicht. Ich hätte eigentlich nichts Besonderes vor, warum fragst du? Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Am Wochenende soll das Wetter so schön und warm werden. Weißt du was? Ich habe da eine Idee. Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Toll, da bin ich aber sehr gespannt. Was denn? Wie wäre es, wenn wir zusammen grillen? Wie wäre es, wenn wir zusammen grillen? Zusammen grillen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gegrillt. Zusammen grillen? Das ist eine interessante Idee. Ich habe schon lange nicht mehr gegrillt. Also, wir könnten sehr gerne zusammen grillen. Kommt noch jemand, und kann ich meine Freundin mitbringen? Kommt noch jemand, und kann ich meine Freundin mitbringen? Du hast eine Freundin? Seit wann? Natürlich kannst du sie mitbringen. Du hast eine Freundin? Seit wann? Natürlich kannst du sie mitbringen. Ich habe auch Miriam und Anna eingeladen. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Ich habe auch Miriam und Anna eingeladen. Sie werden sich freuen, dich zu sehen. Erst seit ein paar Wochen. Ich erzähle dir am Wochenende, wie wir uns kennengelernt haben. Erst seit ein paar Wochen. Ich erzähle dir am Wochenende, wie wir uns kennengelernt haben. Da bin ich gespannt. Was könnten wir eigentlich genau machen, beziehungsweise was sollen wir eigentlich grillen? Was könnten wir eigentlich genau machen, beziehungsweise was sollen wir eigentlich grillen? Wir könnten gerne Fleisch grillen. Also, entweder Steak oder Schnitzel. Wir könnten gerne Fleisch grillen. Also, entweder Steak oder Schnitzel. Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat und natürlich Brot und Soßen. Zum Fleisch gehören meistens auch Nudelsalat oder normaler Salat und natürlich Brot und Soßen. Das hört sich gut an. Und natürlich legen viele Menschen auch Gemüse auf den Grill, beispielsweise Maiskolben. Und natürlich legen viele Menschen auch Gemüse auf den Grill,
beispielsweise Maiskolben. Ja, das stimmt. Ja, und wo sollen wir das Fleisch kaufen? Ja, und wo sollen wir das Fleisch kaufen? Das Fleisch oder die Spieße kann man schon fertig mariniert beim Supermarkt oder beim Metzger kaufen. Das Fleisch oder die Spieße kann man schon fertig mariniert beim Supermarkt oder beim Metzger kaufen. Oder ich kann das Fleisch in einem Dorf in der Nähe unserer Stadt kaufen. Oder ich kann das Fleisch in einem Dorf in der Nähe unserer Stadt kaufen. Dort gibt es nur regionale Produkte. Ah, das ist interessant. Ich würde sagen, wir kaufen das Fleisch einfach im Dorf, da die Qualität viel besser ist. Ah, das ist interessant. Ich würde sagen, wir kaufen das Fleisch einfach im Dorf, da die Qualität viel besser ist. Abgemacht. So machen wir es. Abgemacht. So machen wir es. Wie du weißt, gibt es in unserem Freundeskreis auch viele Vegetarier. Was sollten wir da machen? Wie du weißt, gibt es in unserem Freundeskreis auch viele Vegetarier. Was sollten wir da machen? Dafür gibt es einen Grill, der nur für vegetarische Produkte ist. Dafür gibt es einen Grill, der nur für vegetarische Produkte ist. Super. Und welche Getränke sollen wir kaufen? Super. Und welche Getränke sollen wir kaufen? Was denkst du, wenn wir Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt kaufen? Was denkst du, wenn wir Säfte, Wasser und vielleicht eine Flasche Sekt kaufen? Ja, das klingt gut. Also, einverstanden. Ja, das klingt gut. Also, einverstanden. Ich könnte noch einen Kuchen backen. Ich könnte noch einen Kuchen backen. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Und wenn das Wetter schön ist, können wir uns im Pool abkühlen. Also, bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Also, bringt eure Badesachen und Sonnencreme mit. Alles klar. Wird es auch Musik geben? Alles klar. Wird es auch Musik geben? Natürlich, eine Grillparty ohne Musik ist keine Party. Natürlich, eine Grillparty ohne Musik ist keine Party. Also, ich kümmere mich um die Musik. Also, ich kümmere mich um die Musik. Perfekt. Aber wo sollen wir grillen? In der Öffentlichkeit? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? Perfekt. Aber wo sollen wir grillen? In der Öffentlichkeit? Oder gibt es da andere Möglichkeiten? In den meisten öffentlichen Parks und Anlagen ist das Grillen leider verboten. In den meisten öffentlichen Parks und Anlagen ist das Grillen leider verboten. Wir grillen einfach in meinem Garten, weil ich einen großen Garten habe. Wir grillen einfach in meinem Garten, weil ich einen großen Garten habe. In meinem Garten ist Platz für viele Gäste. In meinem Garten ist Platz für viele Gäste. Ja, das ist eine tolle Idee. Bei dir ist es schön und grün. Ja, das ist eine tolle Idee. Bei dir ist es schön und grün. Dann haben wir das ja auch geklärt. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Dann haben wir das ja auch geklärt. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es um 11 Uhr, bei mir zu Hause?
Wie wäre es um 11 Uhr, bei mir zu Hause? Das passt mir gut. Na gut, ich freue mich schon darauf. Das passt mir gut. Na gut, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, bis Samstag. Mach es gut und einen schönen Tag noch. Ich mich auch. Also, bis Samstag. Mach es gut und einen schönen Tag noch. Danke, ebenfalls und bis Samstag. Die Situation. Sie wollen gerne eine Spende für ein armes Land organisieren. Und hier sind einige Notizen. Welches Land? Wie helfen? Geld sammeln? Was kaufen? Wie die Dinge transportieren? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lukas. Hallo Sandra. Ich habe gehört, dass wir eine Spende für ein armes Land planen wollen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wir möchten gerne den Menschen in einem armen Land helfen und etwas Gutes tun. Das ist eine wunderbare Idee. Welches Land haben wir im Sinn? Wir könnten uns auf ein Land in Afrika konzentrieren, das von Armut betroffen ist. Wie wäre es mit Äthiopien? Das ist eine gute Wahl. Dort gibt es viele arme Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Dort gibt es viele arme Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir ihnen am besten helfen können. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir ihnen am besten helfen können. Ja, das ist wichtig. Wir könnten Geld sammeln, um wichtige Dinge zu kaufen, die sie brauchen. Ja, das ist wichtig. Wir könnten Geld sammeln, um wichtige Dinge zu kaufen, die sie brauchen. Wie findest du das? Das finde ich gut. Wir könnten Spenden von Freunden, Familien und der Gemeinschaft sammeln. Wir könnten Spenden von Freunden, Familien und der Gemeinschaft sammeln. Aber wie könnten wir das Geld sicher sammeln und verwalten? Aber wie könnten wir das Geld sicher sammeln und verwalten? Wir könnten ein Spendenkonto eröffnen, auf das die Leute ihr Geld einzahlen können. Wir könnten ein Spendenkonto eröffnen, auf das die Leute ihr Geld einzahlen können. Dann könnten wir das gesammelte Geld für wichtige Dinge verwenden. Dann könnten wir das gesammelte Geld für wichtige Dinge verwenden. Was denkst du? Das klingt vernünftig. Und wie verwalten wir das Geld? Das klingt vernünftig. Und wie verwalten wir das Geld? Wir werden das Geld sicher aufbewahren und es für wichtige Dinge ausgeben. Wir werden das Geld sicher aufbewahren und es für wichtige Dinge ausgeben. Wir werden auch allen zeigen, wie viel Geld wir gesammelt haben. Wir werden auch allen zeigen, wie viel Geld wir gesammelt haben. Absolut. Transparenz ist sehr wichtig. Und wie informieren wir die Leute über unsere Spendenaktion? Absolut. Transparenz ist sehr wichtig. Und wie informieren wir die Leute über unsere Spendenaktion? Wir könnten eine Webseite oder Social-Media-Seiten erstellen und Informationen darüber teilen. Wir könnten eine Webseite oder Social-Media-Seiten erstellen und Informationen darüber teilen. Was sagst du dazu?
Tolle Idee. Damit können wir auch Menschen außerhalb unseres direkten Umfelds erreichen und ihre Unterstützung gewinnen. Tolle Idee. Damit können wir auch Menschen außerhalb unseres direkten Umfelds erreichen und ihre Unterstützung gewinnen. Ja, das wäre großartig. Aber was können wir mit dem Geld kaufen? Ja, das wäre großartig. Aber was können wir mit dem Geld kaufen? Ich denke, Essen ist sehr wichtig. Viele Menschen in armen Ländern haben Hunger. Ich denke, Essen ist sehr wichtig. Viele Menschen in armen Ländern haben Hunger. Da hast du recht. Wir könnten Reis, Bohnen, Mehl und andere Grundnahrungsmittel kaufen. Da hast du recht. Wir könnten Reis, Bohnen, Mehl und andere Grundnahrungsmittel kaufen. Was denkst du über medizinische Dinge? Was denkst du über medizinische Dinge? Das ist ein guter Vorschlag. Wir könnten Verbände, Medikamente und andere wichtige medizinische Versorgung besorgen. Wir könnten Verbände, Medikamente und andere wichtige medizinische Versorgung besorgen. Außerdem könnten wir auch Schulmaterial sammeln, damit Kinder zur Schule gehen können. Außerdem könnten wir auch Schulmaterial sammeln, damit Kinder zur Schule gehen können. Das ist eine großartige Ergänzung. Jedes Kind sollte die Chance auf Bildung haben. Das ist eine großartige Ergänzung. Jedes Kind sollte die Chance auf Bildung haben. Auf jeden Fall. Wie bringen wir die Dinge nach Äthiopien? Auf jeden Fall. Wie bringen wir die Dinge nach Äthiopien? Wir werden mit einer Organisation zusammenarbeiten, die Hilfsgüter transportiert. Wir werden mit einer Organisation zusammenarbeiten, die Hilfsgüter transportiert. Was meinst du? Das finde ich toll. Und wie stellen wir sicher, dass alles gut organisiert ist? Das finde ich toll. Und wie stellen wir sicher, dass alles gut organisiert ist? Ja, das ist sehr wichtig. Wir werden uns an die äthiopische Botschaft wenden und um Informationen bitten. Ja, das ist sehr wichtig. Wir werden uns an die äthiopische Botschaft wenden und um Informationen bitten. Wir werden sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird. Wir werden sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird. Das klingt nach einem klugen Schritt. Das klingt nach einem klugen Schritt. Wir sollten sicherstellen, dass wir alle notwendigen Informationen haben, um die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen. Wir sollten sicherstellen, dass wir alle notwendigen Informationen haben, um die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen. Ja, klar. Es ist wichtig, dass wir alles gut planen und organisiert sind. Ja, klar. Es ist wichtig, dass wir alles gut planen und organisiert sind. Ich freue mich wirklich darauf, den Menschen in Äthiopien zu helfen. Ich freue mich wirklich darauf, den Menschen in Äthiopien zu helfen. Es ist eine großartige Gelegenheit, etwas Positives zu bewirken. Es ist eine großartige Gelegenheit, etwas Positives zu bewirken. Ich stimme dir zu. Zusammen können wir einen großen Unterschied machen und den Bedürftigen in Äthiopien Hoffnung geben. Zusammen können wir einen großen Unterschied machen und den Bedürftigen in Äthiopien Hoffnung geben. Ja,
das glaube ich auch. Lass uns hart daran arbeiten, die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen und den Menschen in Äthiopien zu helfen. Lass uns hart daran arbeiten, die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen und den Menschen in Äthiopien zu helfen. Ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit haben. Ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit haben. Mit unserem Engagement und der Unterstützung anderer können wir wirklich etwas Gutes tun. Mit unserem Engagement und der Unterstützung anderer können wir wirklich etwas Gutes tun. Auf jeden Fall. Wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir die Menschen in Äthiopien langfristig unterstützen können. Auf jeden Fall. Wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir die Menschen in Äthiopien langfristig unterstützen können. Da hast du recht. Neben der kurzfristigen Hilfe sollten wir auch Programme unterstützen, die den Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Neben der kurzfristigen Hilfe sollten wir auch Programme unterstützen, die den Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Ja, zum Beispiel könnten wir Bildungsprojekte unterstützen, damit die Menschen in Zukunft bessere Möglichkeiten haben. Ja, zum Beispiel könnten wir Bildungsprojekte unterstützen, damit die Menschen in Zukunft bessere Möglichkeiten haben. Genau. Eine gute Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Genau. Eine gute Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Wir könnten Stipendien oder Schulpatenschaften organisieren. Wir könnten Stipendien oder Schulpatenschaften organisieren. Ja, das wäre fantastisch. Wir könnten auch Projekte fördern, die den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern. Wir könnten auch Projekte fördern, die den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern. Das ist sehr wichtig. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Die Situation. Ihr Freund Ali liegt seit gestern im Krankenhaus. Sie möchten ihn daher besuchen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann ihn besuchen? Wo und um wie viel Uhr treffen? Etwas mitbringen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. So Thomas, wie war dein Tag heute? Danke, Lisa, dass du fragst. Es war anstrengend, aber auch produktiv. Danke, Lisa, dass du fragst. Es war anstrengend, aber auch produktiv. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und habe mich fertig gemacht, um zur Arbeit zu gehen. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und habe mich fertig gemacht, um zur Arbeit zu gehen. Ich habe es vergessen, wo arbeitest du nochmal?
Ich arbeite in einem Supermarkt. Heute war ich den ganzen Tag an der Kasse und musste viele Kunden bedienen. Heute war ich den ganzen Tag an der Kasse und musste viele Kunden bedienen. Es war sehr hektisch und ich hatte kaum Zeit zum Ausruhen. Es war sehr hektisch und ich hatte kaum Zeit zum Ausruhen. Klingt anstrengend. Was hast du denn nach der Arbeit gemacht? Nach der Arbeit war ich sehr müde. Ich bin nach Hause gegangen und habe mich auf die Couch gelegt. Ich bin nach Hause gegangen und habe mich auf die Couch gelegt. Dann habe ich ferngesehen und mich ein wenig ausgeruht. Dann habe ich ferngesehen und mich ein wenig ausgeruht. Hast du noch etwas anderes gemacht? Ja, ich musste noch einkaufen gehen. Ich brauchte ein paar Sachen für zu Hause, wie zum Beispiel Milch und Brot. Ich brauchte ein paar Sachen für zu Hause, wie zum Beispiel Milch und Brot. Ich bin also zum Supermarkt gegangen und habe dort eingekauft. Ich bin also zum Supermarkt gegangen und habe dort eingekauft. Verstehe. Wie geht's dir sonst so? Ganz gut, vielen Dank. Und dir? Danke der Nachfrage, mir geht's okay. Das Einzige, das mir Sorgen bereitet ist, dass unser Freund Ali seit gestern im Krankenhaus liegt. Das Einzige, das mir Sorgen bereitet ist, dass unser Freund Ali seit gestern im Krankenhaus liegt. Oh nein. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh nein. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Erst vor 4 Tagen hatten wir noch Kontakt, und es war alles in Ordnung bei ihm. Was ist denn los? Erst vor 4 Tagen hatten wir noch Kontakt, und es war alles in Ordnung bei ihm. Was ist denn los? Ja, so genau weiß ich es auch nicht. Aber seine Freundin hat mich informiert, dass etwas mit seiner Galle nicht ganz in Ordnung ist. Ja, so genau weiß ich es auch nicht. Aber seine Freundin hat mich informiert, dass etwas mit seiner Galle nicht ganz in Ordnung ist. Oje, das ist natürlich nicht so gut für ihn. Aber wir könnten ihn doch im Krankenhaus besuchen. Oje, das ist natürlich nicht so gut für ihn. Aber wir könnten ihn doch im Krankenhaus besuchen. Wie findest du das? Ja, das finde ich gut. Das wäre mir auch ein großes Bedürfnis, und er wird sich bestimmt freuen. Das wäre mir auch ein großes Bedürfnis, und er wird sich bestimmt freuen. Das glaube ich auch. Wann hättest du denn Zeit für einen Besuch bei ihm? Das glaube ich auch. Wann hättest du denn Zeit für einen Besuch bei ihm? Ich hätte am Freitagvormittag Zeit, um ihm einen Besuch abzustatten. Ich hätte am Freitagvormittag Zeit, um ihm einen Besuch abzustatten. Geht das bei dir auch? Ja, das geht bei mir auch gut. Weißt du denn, in welchem Krankenhaus er liegt? Ja, das geht bei mir auch gut. Weißt du denn, in welchem Krankenhaus er liegt? Ja, das habe ich von seiner Freundin erfahren. Ja, das habe ich von seiner Freundin erfahren. Okay, super. Sollen wir ihm eine Kleinigkeit mitbringen, um ihn aufzuheitern?
Ist das eine gute Idee? Okay, super. Sollen wir ihm eine Kleinigkeit mitbringen, um ihn aufzuheitern? Ist das eine gute Idee? Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Wir könnten ihm eine Motorradzeitschrift mitbringen zum Lesen und eine Schokolade, oder? Wir könnten ihm eine Motorradzeitschrift mitbringen zum Lesen und eine Schokolade, oder? Ja, genau. Er liebt ja Motorräder. Da freut er sich bestimmt. Ja, genau. Er liebt ja Motorräder. Da freut er sich bestimmt. Dann besorge ich die Zeitschrift. Könntest du die Schokolade kaufen? Dann besorge ich die Zeitschrift. Könntest du die Schokolade kaufen? Sicher doch. Und wo wollen wir uns treffen? Sicher doch. Und wo wollen wir uns treffen? Also, ich würde sagen, wir treffen uns vor dem Krankenhaus, um 10 Uhr. Also, ich würde sagen, wir treffen uns vor dem Krankenhaus, um 10 Uhr. Passt das für dich? Ja, passt, kein Problem. Aber bist du sicher, dass zu diesem Zeitpunkt Besuchszeit im Krankenhaus ist? Aber bist du sicher, dass zu diesem Zeitpunkt Besuchszeit im Krankenhaus ist? Oh, das weiß ich, ehrlich gesagt nicht. Ich fürchte, die ist eher am Nachmittag, oder? Oh, das weiß ich, ehrlich gesagt nicht. Ich fürchte, die ist eher am Nachmittag, oder? Ja, ich glaube auch. Gut, dass wir jetzt noch darauf aufmerksam geworden sind. Ja, ich glaube auch. Gut, dass wir jetzt noch darauf aufmerksam geworden sind. Ich werde heute noch im Krankenhaus anrufen und die Besuchszeit abfragen. Ich werde heute noch im Krankenhaus anrufen und die Besuchszeit abfragen. Das ist sehr lieb von dir, danke. Das ist sehr lieb von dir, danke. Gib mir dann einfach per SMS Bescheid ab, wann es möglich ist, ihn zu besuchen. Gib mir dann einfach per SMS Bescheid ab, wann es möglich ist, ihn zu besuchen. Ich habe sonst auch am Freitagnachmittag Zeit. Ich habe sonst auch am Freitagnachmittag Zeit. Ja, ich auch. Also dann ist es ja perfekt, wenn wir so flexibel sein können. Ja, ich auch. Also dann ist es ja perfekt, wenn wir so flexibel sein können. Okay, super. Also dann bis Freitag. Okay, super. Also dann bis Freitag. Bis Freitag? Ich freue mich schon. Bis Freitag? Ich freue mich schon. Ja, ich auch. Tschüss. Die Situation. Sie wollen gerne gemeinsam eine Wohnung finden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wie die Wohnung finden? Wie viele Zimmer? Die Miete? Kaution? Vom Makler oder vom Vermieter? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee.
Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Wohnung suchen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche auch schon eine Weile nach einer Wohnung. Super. Dann können wir gemeinsam auf Wohnungssuche gehen. Zuerst sollten wir überlegen, welche Art von Wohnung wir suchen. Ja, das ist wichtig. Wie viele Zimmer brauchen wir, und in welcher Gegend möchten wir wohnen? Ich denke, eine Wohnung mit 2 Zimmern wäre ausreichend. Und ich würde gerne in der Nähe der U-Bahn wohnen, um zur Arbeit zu kommen. Ist das okay für dich? Das klingt vernünftig. Ich bin damit einverstanden. Wir sollten auch über unser Budget sprechen. Wie viel können wir monatlich für die Miete ausgeben? Ich glaube, wir sollten nicht mehr als 800 € pro Monat für die Miete ausgeben. Was denkst du? Das ist in Ordnung. Dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir möbliert oder unmöbliert wohnen möchten. Ich denke, unmöbliert wäre besser, damit wir unsere eigenen Möbel mitbringen können. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Möchten wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex suchen? Ich bevorzuge ein Mehrfamilienhaus. Es ist oft ruhiger und privater. Was sagst du dazu? Ja, gute Wahl. Nun, könnten wir über die Ausstattung der Wohnung sprechen. Gibt es bestimmte Dinge, die uns wichtig sind? Eine Einbauküche wäre großartig, und ein Balkon wäre auch schön. Ich bin deiner Meinung. Ein Balkon wäre perfekt, um im Sommer draußen zu sitzen. Genau. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir eine Kaution leisten können. Das wird oft verlangt. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen.
Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Das ist ein guter Vorschlag. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Ja, das hört sich gut an. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Okay, so machen wir das. Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück?
Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Ja, das könnten wir gerne machen. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend.